Stellt euch mal vor, eines der größten Popkulturphänomene unseres Planeten liegt gerade völlig erschöpft auf der Intensivstation und der Arzt, der in letzter Sekunde mit dem Defibrillator durch die Tür stürmt, ist kein strahlender Jedi, sondern ein Typ in silberner Rüstung. Das alte Erfolgsrezept von Disney, das sehr lange für Marvel und Star Wars so genial funktioniert hat, ist nämlich mittlerweile womöglich wirklich komplett gegen die Wand gefahren. Das Spin-off Solo aus dem Jahr 2018 war ein absoluter Totalschaden, hatte über 103 Millionen Dollar Nettoverlust und insgesamt einen negativen Return on Investment von minus 34,5%. Und sogar das gigantische Finale der neuen, vorsichtig ausgedrückt eher wenig geliebten Sequels The Rise of Skywalker spielte zwar über 1 Milliarde ein, ließ am Ende aber einen im Vergleich eher minimalen Reingewinn von gut 48 Millionen Dollar übrig. Das ist eine Marge von mickrigen 9,9% für das Ende einer insgesamt 40-jährigen Ära und dazu noch ein wirtschaftliches Desaster. Alleine Rogue One oder auch andere vereinzelte Projekte waren diese Hoffnungsschimmer und eine dreckige, eher kleine, isolierte Story ohne den riesigen Saga-Bombast, die im Jahr 2016 und auch in Kombination mit Andor über die weiteren Jahre sowohl tolle Kritiken als auch eine herausragende Gewinnmarge von über 95% erzielen konnte. Dass Disney genau diese Art von isolierter Story nun erneut mit einer beliebten Serie der neuen Ära versucht, ist aber womöglich einfach nur die logische Schlussfolgerung daraus. Denn was uns mit The Mandalorian and Grogu serviert wird, ist keine kreative Neuentdeckung, sondern vielleicht eine hochverzweifelte, perfekt kalkulierte Rettungsmission, die anhand der Zahlen womöglich jetzt schon gescheitert ist, oder? Die Ära der unfehlbaren Cinematic Universes ist nämlich erstmal vorbei. Die Einspielergebnisse brechen historisch ein und um uns nach dem Streamen von Star Wars ins Kino zurückzuholen, nutzt der Konzern jetzt nicht nur unsere tiefsten biologischen Urinstinkte, sondern versucht vielleicht auch, Star Wars jetzt fest in der Geschichte der neuen Republik anzusiedeln. Vielleicht ist das alles also kein Zufall und womöglich ist The Mandalorian und Grogu nicht einfach nur der nächste Star Wars Film, sondern auch ein Symptom dafür, wie Hollywood gerade versucht, sich neu zu sortieren. Weg von immer größeren Lore-Netzwerken hin zu Figuren, die man in 3 Sekunden versteht. Denn eins ist klar, wenn dieser neue Film gänzlich scheitert, hat Disney womöglich keine Chance mehr, dieses Franchise vor einer erneuten Pause zu retten. In diesem Video möchte ich mir deshalb einmal mit euch anschauen, welche Waffe den Mandalorian und Grogu-Film zum Erfolg führen soll, warum und ob wir diesen Film überhaupt gebraucht haben und warum diese unfassbare Wette für Disney zwingend aufgehen muss. Also, legen wir los. Eigentlich sollte man sich ja fragen, warum es überhaupt der Rückkehr eines Typen in Silberrüstung bedurfte, um eines der größten Kino-Franchises der Welt zu retten, aber nach den Ereignissen, die unter der Leitung von Disney mit Star Wars so stattgefunden haben, ist diese Antwort vielleicht gar nicht mehr so kompliziert. Da ich diese Geschichte aber bereits in Überlänge in meinem letzten Video zu Star Wars analysiert habe, was ihr euch auch gerne anschauen könnt, wenn ihr jedes Detail darüber wissen wollt, wie Star Wars so geworden ist, wie es heute ist, möchte ich euch hier jetzt gar nicht erneut mit irgendwelchen Zahlen nerven, aber so viel vorweg. Wir haben in der heutigen Zeit vielleicht alle schon mal kollektiv einen Lore-Burnout gehabt, egal in welchem Franchise. Die goldene Ära der gigantischen Cinematic Universes ist zwar nicht tot, aber ein Kinobesuch kann sich je nach Marke, und das kennen wir bei Marvel auch sehr gut, auch manchmal anfühlen, als müsste man für eine akademische Klausur lernen, 3 Staffeln diverser Serien auf Disney Plus bingen und das alles nur, um den neuen Film dann zu verstehen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum der Mainstream heute vielleicht auch nicht mehr automatisch alles schaut, wenn es wie Pflichtlektüre wirkt. Und genau da kippt Franchise-Liebe dann irgendwann in Franchise-Arbeit. Das Problem ist deshalb nicht, dass es Lore gibt. Star Wars lebt von Lore und Mythologie und von Geschichte und auch von Welten, die oft größer wirken als der einzelne Film. Dieses System der unendlichen Hausaufgaben hat das Publikum aber neben anderen Aspekten deshalb über die Jahre womöglich auch zermürbt und bei den Bossen in Hollywood für nackte Panik gesorgt. Denn wenn wir die teuren Tickets mal rausrechnen, sind die reinen Ticketverkäufe im Kino im Vergleich zu 2019 etwa um fast 40% eingebrochen. Obwohl das globale Bild zeigt, dass der Gesamtmarkt sich mittlerweile sogar wieder erholt. Er bleibt aber trotzdem deutlich unter dem Vor-Pandemie-Niveau. Früher konnte man fast glauben, wenn das Logo groß genug ist, kommt das Publikum schon. Heute gilt das nicht mehr automatisch, was man bei Disney zum Beispiel auch am Tiefpunkt mit The Marvels gesehen hat.
Der Film wurde nämlich nicht einfach nur ein kleiner Ausrutscher, sondern ein historischer Tiefpunkt, der laut Berichten in Nordamerika sogar nur mit einem Bruchteil dessen startete, was Captain Marvel 2019 erreicht hatte. Viele sprachen damals sogar vom schwächsten MCU-Start überhaupt. Und genau in dieser Phase musste Disney seine Strategie dann mal neu sortieren, denn der damalige Disney-CEO Bob Iger hat in den letzten Jahren, bevor er ausgewechselt wurde, nicht einfach nur ein bisschen was verschoben oder an der Oberfläche poliert. In einem offiziellen Earnings Call von 2023 sprach der Konzern von rund 7,5 Milliarden Dollar an Kostensenkungen und gleichzeitig wurde immer wieder betont, dass man disziplinierter wachsen, weniger produzieren und stärker auf Qualität achten will. Davor sollte, womöglich, noch so viel wie möglich produziert werden und, das haben wir dann auch gesehen, auch auf Kosten der Qualität. In einem späteren Call erklärte Iger dann auch komplett öffentlich, dass man gerade bei Marvel den Output reduzieren wolle. Und klar, bei Star Wars waren sicherlich auch die Sequels, deren zusammengesehen absolut katastrophale Organisation und das generelle Chaos der letzten Jahre insgesamt, bestimmt auch schuld, dass jetzt auch noch in andere Richtungen gedacht wird. Aber obwohl Disney anscheinend gemerkt hat, dass sie das Publikum nicht endlos mit, meiner Meinung nach, teilweise auch echt lieblosem Stoff füttern und dann erwarten können, dass es dafür auch noch dankbar ist, gibt es da trotzdem einen Widerspruch, denn ausgerechnet The Mandalorian und Grogu basiert ja selbst auf einer Serie, also genau auf diesem Disney-Plus-System. Warum dann also dieser Film? Nun, weil The Mandalorian and Grogu vielleicht nicht nur der Versuch ist, diese Hausaufgaben unsichtbar zu machen, sondern auch, um Star Wars womöglich in eine neue Richtung zu treiben und das Franchise vor dem endgültigen Untergang zu bewahren. Denn ja, wer die Serie gesehen hat, versteht mehr, aber wer die Serie nicht gesehen hat, der versteht trotzdem sofort das Wichtigste. Ein gefährlicher Krieger, ein kleines Wesen, eine bedrohliche Welt und ein Schutzauftrag. Und genau das passt zur neuen Disney-Logik. Also weniger waghalsig, weniger aufgeblasen, weniger kompliziert und jetzt einfach ein Film, der nicht versucht, die komplette Galaxis neu zu erklären, sondern eine einfache, emotionale Beziehung ins Zentrum stellt. Aber Star Wars wird ja auch nicht nur daran gemessen, ob der Film erfolgreich ist, sondern ob er sich überhaupt wirklich wie Star Wars anfühlt. Und dabei ist ein Hebel vermutlich noch der wichtigste. Denn machen wir uns nichts vor, der wahre emotionale Türöffner dieses Films ist nicht nur der Kopfgeldjäger in Silberrüstung, sondern es ist diese kleine grüne Figur daneben. Grogu ist mittlerweile nämlich nicht einfach mehr ein süßes Maskottchen, er ist eben auch einfach nur eine süße Figur, die aber auch, und das muss man hier betonen, auf einem der zuverlässigsten Wahrnehmungsmuster basiert, die Menschen kennen, dem sogenannten Kindchenschema. Also kindliche Merkmale wie ein relativ großer Kopf, große Augen, runde Gesichtszüge und eine gewisse Hilflosigkeit. Merkmale, die bei vielen Menschen eben auch Aufmerksamkeit, Zuwendung und Schutzimpulse auslösen. Das bedeutet jetzt nicht, dass Disney auf einen Knopf drückt und unser Gehirn sagt, okay, ab jetzt finde ich hier alles gut, was passiert, aber es bedeutet eben auch, dass bestimmte Reize unsere emotionale Bewertung stark beeinflussen können. Und das senkt dann die emotionale Einstiegshürde. Selbst wenn man also keine Lust auf imperiale Reststrukturen, Mandalorianer-Kultur oder die nächste Jedi-Mythologie hat, versteht man Grogu immer sofort. Dieses Wesen ist süß, das darf nicht sterben und dieses Wesen muss beschützt werden, weil es so süß und für das Blockbuster-Kino in dieser Art dann auch extrem wertvoll ist. Moderne Franchises haben nämlich oft ein Problem. Sie erklären wahnsinnig viel, aber sie lassen uns nicht immer sofort fühlen, warum es gerade wichtig ist. Bei Doctor Strange in the Multiverse of Madness wird uns zwar erklärt, warum Wanda so gefährlich geworden ist, aber ein entscheidender Teil ihres emotionalen Absturzes liegt in der Serie WandaVision. Der Film erklärt zwar den Konflikt, aber wer die Serie nicht gesehen hat, fühlt ihn nicht automatisch mit derselben Wucht. Und um bei Star Wars zu bleiben, auch The Rise of Skywalker hatte dieses Problem. Der Film wirft mit einem irgendwie zurückgekehrten Palpatine, Sith-Flotten, Wayfindern, Reys Herkunft und Exegol so viele Erklärstücke auf die Leinwand, weil er das wieder gut machen wollte, was der Vorgänger mutmaßlich verbockt hatte, dass kaum Zeit bleibt, diese Enthüllungen wirklich emotional sacken zu lassen. Grogu dagegen löst dieses Problem fast ohne Dialog. Er ist zwar nicht der Ersatz für gutes Storytelling, aber er ist trotzdem ein emotionaler Verstärker. Das allein reicht aber noch nicht, denn wenn Grogu nur süß wäre, dann wäre er ein Spielzeug.
Damit er aber eine Geschichte tragen kann, braucht er einen Gegenüber. Und deshalb war die Kombination auch in der Serie schon so passend. Der harte, schweigsame Krieger und das verletzte Kind. Dieser Archetyp ist nämlich noch viel älter als das Streaming und in seiner modernen Popkulturform war das schon immer sehr beliebt. Da braucht man nur mal auf The Last of Us oder zum Beispiel Logan schauen. Lustigerweise war Star Wars aber auch schon immer mit dem japanischen Kino verwoben, was auch diesen Archetyp nutzt. Akira Kurosawas The Hidden Fortress gilt nämlich als einer der größten Einflüsse auf George Lucas' ursprünglichen Star Wars-Entwurf. Und wenn man sich beispielsweise mal die Manga-Serie Lone Wolf and Club ansieht, die ab 1970 erschien, findet man auch da schon die Grundkonstellation von einem tödlichen Kämpfer, einem Kind und einer Reise durch Gewalt wieder. Spätestens nach The Bad Batch, wo es auch um eine Gruppe generisch optimierter Soldaten geht, die durch ein Kind emotional geerdet wird, darf also auch dieser Film diese Tradition jetzt nach der Serie weiter aufrechterhalten. Und das funktioniert überhaupt erst so gut, weil dieser Archetyp zwei gegensätzliche Wünsche gleichzeitig bedient. Auf der einen Seite bekommen wir die alte Star Wars-Fantasie von Rüstung, Waffen, Kopfgeldjägern, Monstern, Raumhäfen und Westernstaub. Und dazu ist Din Djarin, also der Mandalorianer, kühl, effizient und kontrolliert und damit die Figur, die in einer Bar sitzt und über die man sofort wissen will, was unter dem Helm steckt. Auf der anderen Seite bekommen wir aber, wie eben schon gesagt, auch Fürsorge. Denn ohne Grogu wäre Din nur ein cooler Kämpfer und mit Grogu wird seine Gewalt nun mal moralisch getrennt. Er kämpft also nicht mehr nur, weil es cool aussieht, er kämpft oft auch, weil jemand beschützt werden muss. Und das ist die emotionale Architektur dieses Films. Strategisch gedacht spricht The Mandalorian and Grogu so natürlich auch sehr viele verschiedene Zuschauer gleichzeitig an und vereint noch neben dem Aspekt von Grogu so ziemlich alle Zuschauertypen in einem Film. Für Hardcore-Fans gibt es Rüstung, Lore, Kopfgeldjäger-Mythologie, imperiale Überreste und das Gefühl einer raueren Star-Wars-Welt. Für Gelegenheitszuschauer gibt es aber auch eine einfache Beziehung, die man dann ohne Star-Wars-Datenbank versteht. Für Familien gibt es aber auch einfach eine kindliche Identifikationsfigur und für ältere Fans gibt es Western- und Samurai-Codes. Ja, und für Disney gibt es bestenfalls auch weiterhin eine Figur, die im Kino, auf Disney Plus, im Merchandise und in Freizeitparks funktioniert. Das klingt jetzt zynisch und das ist es teilweise auch, aber gute Popkultur funktioniert fast immer so. Sie nimmt eben was Altes und kleidet es oft auch neu ein. Der Beschützer und das Kind, der Samurai und der Sohn, der Cowboy und der Findling oder der Mandalorianer und Grogu. Und genau hier versucht Disney natürlich auch, Star Wars wieder auf ein emotionales Minimum herunterzubrechen. Aber genau hier zeigt der Film meiner Meinung nach auch sein größtes Problem, denn wer genauer hinschaut, der merkt schnell, dieser Film wagt vielleicht absolut gar nichts. Denn abgesehen von der Rettungsmission von Jabba's Sohn, die zwar eine Zukunft hat, sich aber ohnehin eher so anfühlt, als wäre sie nur aus Prinzip im Skript gelandet, wird die Story kaum vorangetrieben. Am Anfang wird sogar ein vermeintlich neuer Bösewicht eingeführt, nur um ihn dann direkt wieder sterben zu lassen, damit der Film seine erste Action-Szene abhandeln kann. Und auch die neue Republik, die ja eigentlich so wichtig sein könnte, die spielt keine Rolle. Stattdessen wird in der Handlung oft einfach nur relativ belanglos von einem Planeten zum nächsten geflogen, weil beispielsweise Lord Janu, der Rotter, also Jabba's Sohn, erpresst, dann doch nochmal ganz woanders sein Versteck hat. Das mag vielleicht daran liegen, dass er auch schon in der Serie vorkam und man ihm jetzt einen guten Abschluss geben wollte. Oder ein ganz losgelöster Handlungsstrang nach der Rettungsmission, der sich einfach so anfühlt, als wäre eine Quest vorbei und das nächste Upgrade des Schiffs würde die nächste Cutscene auslösen. Dieses ganze fehlende narrative Ziel spiegelt sich dann aber leider auch stark in der Action wider, die für mich teilweise völlig ziellos wirkte. Zwar ist beispielsweise der Kampf mit der riesigen Schlange wirklich gut inszeniert und auch ein echtes Highlight, aber abgesehen davon erstickt der Film auch echt an extrem viel und oft einfach zu viel CGI. Besonders auffällig ist auch, dass Pedro Pascal als Din Djarin fast überhaupt nicht ohne Helm zu sehen ist. Auch wenn in der PR und während der Serienproduktion zwar immer wieder betont wird, dass er wirklich unter der Rüstung steckt, lässt sich das auf der Leinwand natürlich nicht beweisen. Aber das ist wirklich nur Vermutung, denn es ist ja auch die Mythologie von Mandalorianern, niemals oder fast niemals ihre Helme abzunehmen. Ein echter Lichtblick ist für mich dafür aber definitiv der Solo-Arc von Baby Yoda.
Die Momente, in denen Grogu komplett auf sich allein gestellt ist, sind nicht nur extrem süß, sondern geben der kleinen Figur nach all der Zeit auch endlich mal eine echte, spürbare Charakterentwicklung. Und von Ludwig Göranssons Talent im Musikdesign brauche ich bestimmt gar nicht erst anfangen. Wenn man all diese erzählerischen Schwächen, die flache Action und das geringe Risiko aber mal zusammennimmt, wirkt es trotzdem fast so, als hätte Disney Star Wars als innovatives, großes Kino-Event innerlich vielleicht schon aufgegeben und als würden mutmaßlich nur noch Dave Filoni und Jon Favreau wirklich mit Herzblut versuchen, den Laden irgendwie zusammenzuhalten, obwohl das hier auch einfach nur Kathleen Kennedys letzter produzierter Film gewesen sein könnte und ab jetzt soll es dann doch irgendwie in eine andere Richtung weitergehen. Aber was trotzdem bleibt, ist ein Film, der nichts wagt, weil er nichts wagen will und sich wie eine große TV-Episode anfühlt, die ins Kino ausgelagert wurde und nun aber auch das große Ganze, Stichwort Neue Republik, von Star Wars fast gar nicht weitertreibt. Nachdem der Abspann gelaufen ist, bleibt nämlich wahrscheinlich diese eine ziemlich nüchterne Bilanz. The Mandalorian and Grogu war kein kreatives Wagnis, aber das war bei der Geschichte um Star Wars und auch der Behandlung dieser Marke von Disney im Allgemeinen vielleicht auch schon in etwa zu erwarten. Denn eins muss man Disney in dieser immer noch ungewissen Star Wars Zukunft lassen. Auch wenn dieser Film insgesamt weiter floppen sollte, sind sie zumindest den womöglich einzig möglichen, effizientesten und auch nach Jahren, in denen Franchises immer größer, dichter, teurer und voraussetzungsreicher wurden, den einfachsten und für mich zumindest auch ziemlich logischsten Weg gegangen, den sie mit einem solch, und das muss man auch sagen, fast schon geschändeten Franchises hätten gehen können. Und auch wenn dieser Film einfach nur gutes Popcorn-Kino ist er zumindest wieder eine Star Wars-Geschichte, die sich Zeit für die kleinen Momente nimmt, in gewisser Weise auch eine neue Ära einleiten möchte und gutes, altes Popcorn-Storytelling eingebettet in ein hochmodernes Konzernsystem ist. Aber, und das muss und das darf man auch kritisieren, Disney verkauft uns hier nämlich auch wieder Vertrautheit und das ist im Moment vielleicht die wertvollste Ware in Hollywood, denn das Publikum ist nicht nur einfach müde von großen Welten, sondern auch davon, was für Entscheidungen im Allgemeinen überall in Hollywood getroffen werden und da sind rückblickend Lichtblicke wie Andor oder auch aktuell Maul Shadowlord kleine bis große Versuche, Fans daran zu erinnern, warum Star Wars überhaupt so beliebt wurde. Wie das Franchise jetzt nach all dem und bis jetzt auch relativ sicheren Flop von Mandalorian and Grogu aber weitergeht, das könnte meiner Meinung nach noch sehr interessant werden, denn da jetzt schon Gerüchte über Gespräche mit John Boyega zu seiner Rückkehr als Finn gestreut werden, der aktuelle Film relativ klar die Richtung einer neuen Ära der Neuen Republik ankündigt, gleichzeitig auch noch sehr komische Moves wie das Streichen der Sequel-Trilogie aus einer Kollektion durchgezogen werden und der nächste Kinofilm Star Wars Starfighter mit Ryan Gosling ja eigentlich auch noch nächstes Jahr ins Kino kommen soll. Alleine deshalb bin ich jetzt hier auch erstmal am Ende und ich würde mich natürlich wahnsinnig über eure Meinung freuen. Was haltet ihr von Mandalorian and Grogu und wart ihr überhaupt im Kino oder interessiert euch der Film gar nicht? Und was erwartet ihr als Fans oder Nicht-Fans von Star Wars von dem weiteren Umgang mit dem Franchise von Seiten Disney? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wenn euch interessiert, wie die gesamte Geschichte von Star Wars bis zu diesem Punkt aussieht, könnt ihr euch natürlich gerne meine komplette Analyse dazu anschauen. Die ist wie immer hier verlinkt. Wir sehen uns im nächsten Video und haut rein!